Es werden alle möglichen Staatsmänner, alle Menschen, die in Macht stehen, werden hier in die Pfanne gehauen, weltweit. Und das machen wir mit den Mullahs im Iran genauso wie mit Erdogan oder mit der polnischen PiS-Partei, mit Trump, mit Putin. Da wird keiner bevorzugt, indem er verschont wird. Das ist unser Geschäft. Ja, mein Name ist Jacques Tilly und ich baue seit 43 Jahren gerade die politischen Karnevalswagen für die Stadt Düsseldorf. Der Rosenmontagszug ist natürlich eine wunderbare Ausstellungsfläche. Ich habe sozusagen einmal im Jahr eine Ausstellung auf Rädern, also Satire, rollende Satire ist das geradezu. Und es macht natürlich Spaß, einmal im Jahr zur Bundespolitik und eben auch zur Weltpolitik seinen satirischen Senf dazu zu geben. Satire ist für mich Bestandteil der Streitkultur. Satire muss meinungsstark sein. Satire darf nicht nur die Situation darstellen, wie sie ist, sondern sie muss ein Urteil sprechen über eine Situation. Und das muss allgemein verständlich sein, sofort einfach auf den Punkt gebracht werden. Und Streitkultur ist wichtig in jeder Demokratie, zur Meinungsbildung. Das gehört einfach hier in unsere pluralistische Gesellschaft, die nun mal so organisiert ist, dass viele Weltbilder hier friedlich nebeneinander koexistieren dürfen und sollen und natürlich über den richtigen Weg streiten. Es ist schön zu sehen, dass die Arbeiten, die wir machen, einen solchen Umfang haben, dass sie so eine Reichweite haben. Also, dass die Wagen auf der ganzen Welt gesehen werden und auch positiv bewertet werden, das ist natürlich eine schöne Bestätigung für meine Theorie, dass wir eine einheitliche Weltkultur haben inzwischen. Dass nicht irgendwie eine Weltregion oder bestimmte Kontinente eine andere Humorvorstellung haben, die mit dem westlichen Humor nicht zurechtkommen. Das stimmt einfach nicht. Die werden in Japan und in China, in Taiwan und eben auch in Südkorea genauso verstanden, wie sie in Argentinien oder in Frankreich verstanden werden. Und das finde ich schon sehr schön, dass wir als Menschheit da zusammenwachsen. Wir haben hier in Düsseldorf eine Schnellbauweise, das heißt, wir können in einer Nacht so einen Wagen bauen, wenn es sein muss. Ist auch schon oft vorgekommen, um aktuell zu sein. Aber normalerweise braucht das vielleicht eine Woche, so einen politischen Wagen zu bauen. Was absolut nicht geht, ist zum Beispiel Spott mit Opfern von Terroranschlägen oder was auch immer. Die Täter darf man verspotten, aber verspottet man damit nicht auch die Opfer, wenn man die Täter vielleicht sogar verharmlost? Ist das nicht vielleicht sogar, wenn man einen knollennasigen, lustigen Hitler fahren lässt, ist das nicht vielleicht sogar eine Verharmlosung des Holocaust? Das sind alles Fragen, die man sich stellen muss, die auch wichtig sind. Und darum ist das immer Ermessenssache. Ja, das geht nicht. Wir leben nicht mehr in einer repressiven Gesellschaft, wir haben keinen Obrigkeitsstaat mehr, wir haben keine Zensur mehr. Das gab es hier alles noch vor 150 oder 200 Jahren. Da war der Karneval schon wichtig als Ventil der Meinungsfreiheit. Die Menschen haben sich das nicht nehmen lassen, einmal im Jahr tatsächlich den Oberen die Meinung zu geigen. Und der Karneval war ein wunderbares Zeitphänomen, um das in diesem Rahmen zu machen. Heute ist das nicht mehr so nötig, aber der politische Karneval ist nach wie vor wichtig, weil er meiner Meinung nach so eine Unterkategorie der Meinungsfreiheit ist. Narrenfreiheit gleich Meinungsfreiheit. Wir wollen so eigentlich richtig Ikonen schaffen, die man nach 10 Jahren noch angucken kann und wo man sagen kann, hey, da ist Zeitgeschichte richtig gut eingefangen in einer sehr guten Bildformel und das macht die Sache schon anspruchsvoll. Also mit den Ideen, da quäle ich mich schon sehr, die kommen nicht von selbst. Aber am Ende irgendwie klappt das dann doch immer wieder, dass man eine gute Kombination hat, die vorher nicht da war. Peng, ist dann doch eine schöne Idee da und dann geht die Glückskurve wieder nach oben.